Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Vermögenssicherung ist ein sehr wichtiges Thema, über das wir heute sprechen wollen. Die letzten Jahre haben ja, genau wie auch jüngste Ereignisse gezeigt, dass so die klassischen Geldanlagen, genau wie auch moderne Investitionen, ich sage mal noch Krypto-Geldanlagen, Krypto-Trading, eher doch nicht so die Sicherheiten bieten, die sich jemand erhofft, wenn sich jemand also sein Vermögen sichern will oder auch Renditen einfahren will. Und Immobilieninvestitionen, übrigens ja in letzter Zeit auch die Agrarinvestitionen, die rücken immer mehr so in das Interesse vieler Personen, auch unserer Zuschauer und Zuhörer hier in unserem Podcast. Deswegen wollen wir also heute mal auch mit zwei Experten auf dem Gebiet sprechen. Und schön, dass ihr auch da seid. Gerade was jetzt Immobilien betrifft, vieles spricht ja derzeit dafür, in den USA zu investieren. Das liest man immer wieder. Also wenn man so im Internet unterwegs ist, überall schreibt man also in den USA Immobilieninvestitionen. Das ist das, was sich wirklich lohnt, weil der Immobilienmarkt dort vielleicht der größte und transparenteste auch der Welt ist. Da habe ich dann noch ein paar Fragen auch dazu, ob das wirklich so ist oder warum man das so sagt. Auch attraktive Chancen bietet. Und man sagt auch, von der Gefahr einer Blasenbildung weiter entfernt wäre als der europäische Immobilienmarkt. Aber auch da müssen wir natürlich heute nochmal drüber sprechen, ob das wirklich so stimmt, ob man das wirklich so sagen kann. Und man hört immer wieder, dass sogar einige, die Immobilien in Deutschland haben oder in Europa haben, jetzt überlegen, ihre Immobilien zu verkaufen und dann lieber doch Immobilien in den USA, also da zum Beispiel zu investieren. Lohnt sich das? Warum? Wie geht man dabei vor? Ja, also wir freuen uns, wie gesagt, heute den Dirk Wendel und den Maximilian de Melo bei uns hier zu haben im Podcast. Und ich denke, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, dass Sie beide sich mal unseren Zuschauern und Zuhörern vorstellen. Guten Morgen aus Arizona. Als allererstes vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute an diesem Gespräch teilnehmen zu können. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der MIP Capital Partners, eine Immobilieninvestmentgesellschaft hier in den USA. Ich bin ursprünglich aus Köln, bin seit 2017 hier vor Ort und habe mich auf das Thema Entwicklung im Wohnimmobilienbereich und im gewerblichen Bereich spezialisiert. Wir sind im Prinzip hier ein One-Stop-Shop mit Baugesellschaft, Maklergesellschaft, Verwaltungs- und Entwicklungsgesellschaft, haben also alles unter einem Dach und sind seit 5 Jahren aktiv. Ich würde sagen, gut 60% unserer Investoren und Partner, wie auch Dirk, sind aus dem deutschsprachigen Raum, Deutsch, Österreich, Schweiz, noch den einen oder anderen Investor aus England sowie aus den Emiraten. Und freue mich auf das Gespräch heute und stehe zu allen Fragen bereit und kann euch, glaube ich, einen guten Einblick geben, wie der Markt hier vor Ort in Arizona sich die letzten Jahre entwickelt hat und wie da so die Chancen stehen für die kommenden 3 bis 5 Jahre. Ja, mein Name ist Dirk Wendel. Ich bin Steuerberater in der eigenen Kanzlei Wendel & Köhler. Wir sind spezialisiert unter anderem auf Immobilien, natürlich eher der Inbound-Fall, Investitionen von Investoren, ausländischen Investoren hier in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben relativ vermögende Investoren, die wir begleiten und betreuen. Auf der einen Seite natürlich aber auch, und das ist der Kontakt dann auch, den wir dann zu Max haben, wir begleiten auch dann Mandanten in die USA, also Mandanten, die sich überlegen, woanders zu investieren, ja nicht nur in Krypto oder in anderen Dinge, sondern halt in den Stein. Ferner machen wir halt noch viel in der Steuerberatung im Bereich E-Commerce, also alles sehr international, ja, weil es ist immer irgendwo im E-Commerce hat man andere Anknüpfungspunkte als jetzt nur vor der Haustür, die ja auch in Köln ist. Genau, und wir begleiten halt so kleine, größere Unternehmen beratend, auch im Bereich der Investitionen, also im europäischen Raum und gucken,
weil man ja sowieso direkt am Rand von Deutschland ist. Luxemburg, Niederlande, Belgien, Frankreich sind ja sehr nah. Großbritannien ja sowieso auch, aber leider jetzt nicht mehr in der EU. Ja, zu gucken, wie man sich auch internationaler aufstellen kann. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass meine Frau australisch-britisch ist. Also da hat man direkt nochmal andere Anknüpfungspunkte. Ja, ich mache gerne Steuerberatung. Ja, darf man das sagen? Ja, das darf man sagen. Und es macht sehr viel Spaß. Und auch eins dann vielleicht auch noch zu der Verbindung, die ich zu Max habe. Wir machen das schon etwas länger. Wir sind auch im regen, ständigen Austausch. Also wir kennen uns auch persönlich, war auch dort. Also deswegen, um auch zu sagen, ja, so ist der Markt, so kann man den einschätzen. Wenn man halt Mandate begleitet ins Ausland, sollte man schon auch sehen, was da passiert und auch natürlich nicht in der Tiefe den Markt kennen, aber verstehen. Sie bieten jetzt letztlich, ich sage jetzt mal, Mandanten aus dem deutschsprachigen Raum oder aus Deutschland die Möglichkeit an, in US-Immobilienprojekte zu investieren. Nämlich, ich nehme an, das sind die Projekte, die Herr De Melo dann entwickelt. Genau. Was muss ich da vorstellen? Ist es gewerblich? Sind es Einfamilienhäuser? Sind es Mehrfamilienhäuser? Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Ja, wir machen im Prinzip beides. Der initiale Fokus und Schwerpunkt war im Wohnimmobilienbereich, also Single-Family Home, Fix and Flip. Und dort im Luxussegment, nur vielleicht für den Kontext als Definition, Häuser über $4 Millionen Verkaufspreis, Luxus, modern, mit einem, ich würde sagen, das Design ist hier sehr Europa, trifft Miami und Los Angeles. Das ist vielleicht der beste Begriff, um das vielleicht mal nicht visuell beschreiben zu können. Wir haben können natürlich visuelle Themen sehr gerne bereitstellen, aber das ist, glaube ich, wie man sich das am besten vorstellen kann. Wir sind im gewerblichen Bereich auch aktiv, dort im Multifamily-Bereich. Beide Strategien gehen im Prinzip einher. Das eine ist mehr fokussiert auf den Entwicklungsbereich im Single-Family und dann im Multifamily-Bereich reden wir eher von Buy-and-Holds, die aber durchaus eine Value-Add, also eine Entwicklungskomponente haben, um eben nachhaltige Wertsteigerung liefern zu können und um da auch entsprechend die Renditen sagen wir mal, attraktiv gestalten zu können. Das heißt, der zweite Fall sind dann eher Mietobjekte letztlich. Ja? Das heißt, man hat dann laufende Rendite auch durch Mieteinnahmen. Ja? Genau, entweder direkt bei Ankauf oder eben in der Entwicklungskomponente mit, wir kaufen ein nicht stabilisiertes Objekt, so würde man das in den USA deklarieren, bedeutet ein Mietobjekt, das unter 85% Mietauslastung hat, durchaus ein bisschen Aufhübschung und Sanierung benötigen kann. Solche Projekte sind mehr im Fokus, weil wir wie gesagt, durch unsere Expertise dort Wertsteigerung inklusive Mietsteigerung im Prinzip mehr oder weniger in Phasen dann generieren können und einfach auch glauben, dass das Investment technisch die bessere Investition ist langfristig. Bedeutet natürlich mehr Arbeit vor Ort, aber das ist hier alles in guten deutschen Händen. Das läuft alles mit Zucht und Ordnung. Von daher, der Dirk war schon mehrmals da und hat auf der einen oder anderen Baustelle gedacht, er wäre in Deutschland. Aber so haben wir unser Business hier etabliert. Und ich glaube, das ist auch einer der großen Faktoren, warum wir hier eine gute Unternehmung aufbauen können. Man muss vielleicht das nochmal auch sagen, da treffen auch zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite die Welt, also der deutschen Präzision, wenn man halt dann auch gerade diese Objekte sich ansieht, ja, also da ist dann auch alles bündig, ja, da sind keine Probleme, das passt auch alles und damit hat man auch, muss man auch mal sagen, eine Wertsteigerung, ja, der Partner von Max, mit dem wir auch, der Patrick, der auch Partner bei uns in den Firmen ist, der macht die Bauleitung, also ich glaube, da ist wirklich alles sehr, sehr klar auch strukturiert. Ja, also das ist, da kann man sich auch die deutsche Präzision, ja, ist da halt übernommen worden in vielen Belangen. Und natürlich dann aber auch, was total begeisternd, was wir gesehen haben, ist halt
dass auch ganz andere Dinge umgesetzt werden und möglich sind in der Architektur. Ja, wenn man halt die Sachen sich ansieht, die da dann entstehen, das ist was ganz anderes. Ja, man hat andere Freiräume, riesige Hallen, ja, für Privatpersonen, gerade in diesem etwas vermögenderen Bereich. Ja, das kann man sich überhaupt nicht manchmal so vorstellen, was da möglich ist. Und das ist schon. Vielleicht als Anhangspunkt, unsere durchschnittlichen Wohnimmobilien sind ungefähr 600 Quadratmeter Wohnfläche. Und das sind auch noch tendenziell die kleineren. Wir haben Projekte, die sind 900 Quadratmeter plus. Das ist hier nicht unbedingt die Ausnahme. Und Dirk hatte gesagt, er macht gerne Steuerberatung. Ich liebe Immobilien, alles, was mit Entwicklung, Investition und Design zu tun hat. Und wir haben sehr viel Spaß hier. Und wir sagen das immer so salopp, aber ich glaube, das größte Asset, was wir hier vor Ort haben, sind die Partner, die wir haben. Mein bester Freund und Geschäftspartner Patrick aus Düsseldorf, ehemalig, sind seit 15 Jahren Geschäftspartner und beste Freunde, sind auch zusammen hier rübergekommen. Dann haben wir Dirk Wendel und Ludwig Gatzweiler, unsere Partner vor Ort in Deutschland. Also das ist ein sehr, sehr gutes Team, was wir haben, wo wir eben von der Akquise bis zur Abwicklung über auch steuerliche Themen, Firmengründung, das decken wir im Prinzip komplett ab. Und die Projekte, an denen Sie jetzt arbeiten, die sind dort in Arizona, ja, also im Großraum Phoenix, oder wie muss ich es vorstellen? Genau, Großraum Phoenix, vielleicht für die Zuhörer, die bei Arizona direkt an die Wüste denken. Das war nämlich mein erster Gedanke. Viele Leute haben das Thema noch nicht auf dem Schirm. Vielleicht ganz kurz, 30 Sekunden. Phoenix ist die fünftgrößte Stadt in den USA. Das würde man so gar nicht denken. Wir haben die größten Zuwachsraten in ganz USA mit knapp 290 Leuten, die pro Tag hier hinziehen. Ja, wir haben rundherum extrem gutes Wetter, außer jetzt im Sommer. Es ist ein bisschen knackig mit 40, 45 Grad und trockenem Klima. Aber wir haben hier wirklich mit 2 der größten Universitäten, extrem vielen Tech-Unternehmen. Also das ist ein sehr, sehr spannender Standort hier. Und wir fokussieren uns auf Phoenix und Scottsdale sagen wir mal, im gewerblichen Bereich. Und im Wohnimmobilienbereich gibt es hier einen kleinen Stadtteil, der nennt sich Paradise Valley. Paradise Valley ist ein Paradies und ist vielleicht am einfachsten zu erklären wie das Beverly Hills in Kalifornien, wo eben dann, sagen wir mal, die Preise schnell mal über 10, 15 Millionen steigen können und davon gibt es auch dann mehrere Wohnimmobilien. Wir liegen nicht am Meer, das heißt, was wir hier haben, sind die schönen Berge, die Wüstennatur und dann eben das ganze Thema Entertainment rund um, also ob das Basketball NBA ist, für die Leute, die es verfolgen, Phoenix Suns, wir haben Eishockey-Teams, Baseball-Teams, also wir haben hier extrem viele Events, Arabian Horse Show, Phoenix Open. Also ich könnte ja aufzählen. Und 78 Golfplätze oder sowas, weißt du? Wir haben, glaube ich, über 250 Golfplätze alleine im Scottsdale-Umkreis. Ich selber bin Golfer. Manchmal weiß man gar nicht, wo man spielen soll. Ich kenne immer noch nicht alle Plätze nach 5 Jahren. Aber das ist im Prinzip das Setup. Paradise Valley hat kein Multifamily, kein gewerblich, deswegen ist da ein Luxus-Wohnimmobilienbereich. Aber im Großraum Phoenix und dann natürlich in Assets, das sind, sagen wir mal, C-Class Assets, in B-Lagen, wo man noch ein bisschen was mit Wertsteigerungsthemen erreichen kann. Das ist dann unser Fokus. Und Herr de Melo, haben Sie jetzt, also Sie sind ja von Deutschland gekommen, waren Sie in Deutschland auch schon in dem Bereich tätig jetzt im Immobilienbereich? Nein, war ich tatsächlich nicht. Das ist, hört sich auch lustig an, aber es ist der klassische American Dream, weil wir sind hier hingekommen, eigentlich um eine Runde Golf zu spielen. So hat es angefangen. Unser Partner Patrick war ehemaliger deutscher Golfnationalspieler, European Tour Spieler, also ist im Prinzip mit Golf groß geworden. Ist durch seinen Kindheitsfreund, Jugendfreund Martin Keimer hier hingekommen. Also mit Golf hat es angefangen und im Urlaub und dann sind wir wirklich in die Nummer so ein bisschen reingestolpert. Haben gemerkt, dass da, wo wir zur Miete gewohnt haben, dass wir die gleiche Bude im Prinzip für 100.000 kaufen können. Und wenn wir 2.700 im Monat zahlen, was ich tue, mal Mathematik,
Da war noch was in der Schule, haben das kurz zusammengerechnet, haben gesagt, okay, das muss doch irgendwie funktionieren und sind dann im Prinzip auf eigene Faust, ohne Kapital von zu Hause oder Vorerfahrung, weder aus Patricks Familie noch aus meiner Familie, haben wir einfach mal nach guter deutscher Durchsicht von, ich glaube, 150 Immobilien haben wir dann die erste gekauft und von da aus für $100.000 und jetzt sind wir da, wo wir sind. Aber so ist das Ganze im Prinzip entstanden. Sehr organisch. Ich würde gerne nochmal dann einen Gang zurückschalten. Also ich bin jetzt schon überzeugt, dass Phoenix eigentlich ein wirklich schöner Ort ist. Da braucht's nichts dazu. Wie gesagt, ich war selber schon da in der Region, aber vielleicht nochmal ganz allgemein. Wir haben ja jetzt Zuschauer und Zuhörer, für die generell die Frage vielleicht steht, was spricht denn, also jetzt nicht für Phoenix, da sind wir jetzt schon mal, wie gesagt, 1-2 Schritte vielleicht voraus. Was spricht denn überhaupt jetzt für die USA als Standort, um dort Immobilien zu investieren? Weil das ist ja unser Thema. Es geht ja um Vermögensschutz, Vermögenssicherung. Jetzt geht es darum, gehen wir in die USA. Man kann vielleicht einmal aus unserer Sicht jetzt mal aus der deutschen Brille vielleicht sagen, dann kann ja Max das wunderbar weiter formulieren. Ein Grund ist halt einfach auch, was er auch sagte, halt der Zuwachs an Bevölkerung auf der einen Seite, die Hochtechnologie-Standort, der sich da erweitert, diese hervorragende Universität auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sehen, Kalifornien hat eine relativ starke Abwanderung momentan von Tech-Unternehmen, die halt auch in den Großraum ja ziehen. Ja, das heißt, die Manager, die dort für eine Villa 20 Millionen bezahlt haben, bezahlen in Phoenix quasi nur die Hälfte, was immer noch viel Geld ist, ja. Aber es ist immer noch preiswerter, ja. Man findet auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt nicht im höheren Management sind, noch einigermaßen vernünftigen Wohnraum, ja, der ja in Kalifornien in manchen Bereichen überhaupt gar nicht mehr zu finden ist auf der einen Seite. Deswegen diese Migration dorthin, dieser Zuwachs. Und das ist halt auch ein Grund, wo wir dann sagen, ja, das ist ein absolut lukrativer Markt, ein sicherer Markt zur Investition in Immobilien. Ja, so wie dann die Situation vor Ort ist, ne? Also der Mikrozensus, ja, das ist dann halt das, was dann Patrick und der Max dann machen. Ich würde sagen, allgemein mal vom Standort Phoenix weg, auch aus deutscher Brille, aber auch aus amerikanischer Brille, wenn ich mit unseren Partnerinvestoren spreche, die Themen sind immer die gleichen. Das erste Thema ist, wir wollen in eine andere Währung investieren. So, jetzt ist seit gestern oder vorgestern das erste Mal Parität, seit ich glaube 20 Jahren. Aber grundsätzlich ist es einfach mal Diversifizierung in eine andere Währung. Erster Faktor. Zweiter Faktor ist, die Renditen, die wir hier generieren im Entwicklungsbereich, würde ich sagen, die liegen zwischen 15% und 35% Cash-on-Cash-Return und das ist ungefähr auf einen 2-Jahres-Zeithorizont in einem Entwicklungsprojekt basiert. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wie wäre das jetzt vergleichbar in Deutschland zum Beispiel, wenn ich jetzt in deutschen Immobilien investieren würde? Da fragen Sie den Falschen. Ich habe noch nie in eine Immobilie in Deutschland investiert. Also Dirk, das ist deine Baustelle. Das ist dann irgendwie, es ist eine Katastrophe, sagen wir es mal so. Ja, also als Investor ist das eine Katastrophe, wenn Sie eine Verzinsung momentan gerade von 4-5% bekommen, dann ist das im Vermietungsbereich momentan extrem gut, ja, 6%. Ja, aber die zweistelligen Renditen bekommen sie überhaupt gar nicht hin. Also es sind ja auch steuerliche Themen, also in der Bundesrepublik, ne? Grunderwerbsteuer, auch andere Dinge, was es angeht, die Langwierigkeit auch, um Geld zu bekommen und sowas, ja. Das ist halt in den Staaten nicht so gegeben. Ja? Wir haben ja teilweise hier Nebenkosten mit Makler von 10, 11%, 12%. Max, was hatten wir? 1,5, 2% oder sowas ungefähr, ne? Ja, im Prinzip das Maklerprinzip hier sind 6%. Der Verkäufer zahlt die Provision, 3% für die Käuferseite, für die Maklerkäuferseite, 3% für die Verkaufsseite. So, das ist hier ein extrem gemeinschaftsorientiertes Geschäft. Ich weiß, dass das in Deutschland nicht der Fall ist. Hier Buyers Agent, Seller Agent ist ganz normal. So, dadurch ist der Markt extrem dynamisch. Und macht halt einfach auch einen riesen Unterschied aus. Und dann die Transparenz, das wurde eben kurz angesprochen. Ich kann Ihnen hier für jedes Objekt, kann ich innerhalb im Prinzip von 1 Minute rausfinden, wer ist der Eigentümer, was wurde da für eine Finanzierung bereitgestellt,
nicht unbedingt zu welcher Zinstilgung, aber ich sehe den Finanzierungsbetrag, ich sehe, wann die Grundbucheinträge gemacht werden. Das ist alles öffentlich zugänglich. Und als Makler hat man nochmal einen extra Zugang, wo ich dann entsprechend die ganze Historie der Immobilie, wann wurde sie verkauft, wie lange war die auf dem Markt. Also hier ist absolute Transparenz, was, glaube ich, nochmal ein Faktor ist, der extrem viel Sicherheit und Planbarkeit gibt. Und auf der anderen Seite alle unsere Investoren, auch die seit langen Jahren mit uns dabei sind, immer wieder erstaunt, dass es im Prinzip so transparent ist. Ja, in Deutschland würde ich nicht wissen, was hat der Nachbar, wann hat er das gekauft, für wie viel. So, und das hilft extrem in der Wertermittlung und in unseren Proformas, die wir dann zusammenstellen, macht das Ganze einfach etwas transparenter und planbarer. Das ist schon, also jetzt, wenn man vor Ort ist, ja, und dann auch mal sieht, welche Möglichkeiten es gibt, die Informationen zu bekommen, ja. Man kalkuliert anders, man geht ganz anders auch an Projekte heran, ja. Das ist ja hier in Deutschland unvorstellbar. Ja, das wird ja abgeschottet. Ne? Man versucht momentan so ein bisschen das es gibt ja auch Programme inzwischen, die so ein bisschen auf Boris und sowas hier aufbauen, also auf die Wertermittlung. Aber das ist nicht die Transparenz, wie es jetzt in den Vereinigten Staaten einfach ist. Das muss man ganz klar sagen. Ja, das ist auch ein Grund, wo man dann sagt, ja, das kann man besser abschätzen. Ja, das kann man kalkulieren. Ne? Man sieht die Immobilie, Wert und so weiter und so fort. Und wenn man dann halt auch weiß, wie man solche Sachen anpackt, dann bekommt man natürlich auch vernünftige Renditen hin. Ja, und das ist natürlich auch der Grund, weswegen Menschen auch in den Staaten halt investieren. Ja, also wie jetzt vornehmlich in Phoenix in dem Bereich, aber sicherlich auch woanders. Ja. Ja, und vielleicht noch zwei Sachen. Das eine ist Bauweise hier vor Ort. Wir bauen natürlich nicht so wie in Deutschland. Das ist im Prinzip Sticks and Bricks. Also viel ist aus Holz, also Holzframing. Hier gibt es auch sogenannte Framing, Wood Framing und dann gibt es Block Construction. Aber im Prinzip kann ich hier ein Haus von Fundament bis zur Fertigstellung in 12 bis 18 Monaten bauen. 550, 600 Quadratmeter, kein Problem. Das zweite ist, warum das Thema Fix and Flip, um es jetzt mal als Überbegriff so darzustellen, warum das funktioniert, ist, weil das amerikanische Kaufverhalten hier ist wie folgt. Der Käufer ist gewillt, ein wesentliches Premium für ein Immobilienobjekt zu bezahlen. Nehmen wir jetzt mal im Wohnbereich, was Turnkey ist. Das bedeutet, wir bauen das komplett fertig, Küche eingebaut, oftmals die ganzen Möbel, alles fertig und er kriegt den Schlüssel und zieht ein. Dafür sind die Leute bereit, wesentlich mehr zu zahlen als ein Projekt, was dann sanierungsbedürftig ist, wo man, wie gesagt, wo sich viele Leute die Finger verbrennen, die denken, sie wüssten, was sie machen und machen das erste Mal das Thema und das funktioniert dann nicht. Deswegen ist das Thema ready to go oder mit Visualisierung, wo wir im Prinzip sehr stark sind, bevor wir im Prinzip teilweise den Bau überhaupt beginnen, haben wir unsere Projekte verkauft, weil die Visualisierung und das ganze Design so gut ist, dass die Leute sagen, alles klar, ich bin gewillt, 12 Monate zu warten, aber dafür ist das Ding perfekt. Also man muss auch sagen, also jetzt in unserem Fall ist es natürlich auch so, es kommen auch Themen hinzu, die bei uns gar nicht üblich sind, ja, oder vielleicht jetzt üblicher werden. Also beispielsweise Aufzug in einem Haus, ja, das dann jetzt in Phoenix am Berg, ja, dass dann halt zum Master Bedroom halt ein Aufzug hochgeht, ja, weil das inzwischen gewollt wird, ja, auch nachgefragt wird. Da ist eine ganz andere Perspektive auch auf Immobilien. Ja. Man zieht ja auch öfters um. Ja. Das kommt ja auch mit hinzu. Korrekt, das habe ich fast vergessen. Alle 5 bis 7 Jahre ungefähr wird hier der Wohnort gewechselt. Das heißt, das bringt nochmal eine Dynamik in den Markt. Plus natürlich Zuzugsraten hier, Wegzugsraten in Kalifornien. Im Prinzip Texas, Florida und Arizona sind momentan die Top 3 Staaten, die eigentlich den meisten Zuwachs an Bevölkerung, sowohl als auch Wertsteigerung im Verkaufsbereich, aber auch im Vermietbereich in den letzten 2-3 Jahren erfahren haben. Jetzt haben wir ja so ein bisschen immer wieder die Spekulation, nicht nur in den USA, auch in anderen Ländern, auch jetzt in Deutschland, auch in UK zum Beispiel, dass jetzt der Boom, sage ich jetzt mal, am Ende zugeht, die Preise fallen. Wie sehen Sie das jetzt spezifisch für die Investments, die Sie anbieten, für Phoenix, für die USA allgemein? Ich denke, da muss man einmal diversifizieren in Entwicklungsprojekte.
sowohl im gewerblichen als auch im Wohnimmobilienbereich und im zweiten, sagen wir mal, Investment-Topf das Thema Buy and Hold. Das ist ganz wichtig, weil da kann man relativ schnell sagen wir mal, in beide Gewässer schnell vermischen. Das sollte man auf jeden Fall nicht tun. Also im Entwicklungsbereich, ich denke, die 15% bei einem Entwicklungsprojekt, wir haben natürlich in unserer Proforma Benchmark KPIs, die wir da setzen, 15+% sollten da immer drin sein. So, Baukosten sind 30% gestiegen im vergangenen Jahr. Auch da habe ich einen sehr, sehr klaren Einblick, weil wir mittlerweile eine eigene Baugesellschaft haben. Da sieht es so aus, als wenn sich das Ganze etwas relativiert. Gerade im Bereich Holz, Stahl, die Preise lassen ein bisschen nach. Also ich denke, das wird sich etwas relativieren. War zum Beispiel auch ein Thema, was jetzt uns im letzten 1,5 Jahren, hätte ich nie gedacht, dass das 30% teurer wird, auf einmal das Haus zu bauen. Wahnsinnig, ja, ist krass, ja. Habe ich nicht mitgerechnet. Wenn man hört, dass Preise steigen, denkt man, ja, die hauen da irgendwie noch oben was drauf. Oder das ist relativ intransparent, wenn man andere Bauträger beauftragt, oftmals. Aber wenn man selber die Einsichten hat in die Bücher, dann weiß man, dass das tatsächlich der Fall ist. Also Baukosten ist ein Thema, was so ein bisschen, was jetzt ein bisschen besser geworden ist. Der Markt ist hier so 20-30% angestiegen im vergangenen Jahr. Auch da mit, sagen wir mal, dem Markt in Miami, Marktführer in ganz USA. Das relativiert sich gerade, Zinsen sind hier gestiegen. Das heißt, die Kaufkraft der Käufer am Markt relativiert sich. Es herrscht so ein bisschen so eine Skepsis im gesamten Markt. So, das ist jetzt die allgemeine Aussage. Bei uns im Segment, im Wohnimmobilien-Luxusbereich, kann ich Ihnen sagen, in den letzten 2 Monaten haben wir, glaube ich, 5 oder 6 unserer Projekte verkauft. Die waren alle über $7 Millionen. Und da hat keiner gesagt, dass der Aktienmarkt ist 20% down, die Interest Rate, das interessiert die Leute nicht. Also dann reden wir natürlich von den 1% der 1%. Das ist also so weiterhin noch gut. Aber es ist ein bisschen Vorsicht angebracht, gerade im Ankaufsbereich. Die Preise lassen ein bisschen nach, das ist gut. Bedeutet, wir werden mehr Investmentmöglichkeiten sehen. So, im gewerblichen Bereich, auch dort, wir sehen, Marktinventar geht hoch und das passiert relativ schnell dann hier. Dreht sich dann auf einmal von einem Verkäufermarkt in einem Käufermarkt und das passiert innerhalb von 2-3 Monaten. Und das führt wieder zu dem zurück, wenn wir unsere Proformas machen. Wir sind da sehr deutsch, konservativ, weil die Volatilität, die hier sehr viele Chancen birgt, hat natürlich auch eine andere Seite der Medaille und da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Aber wir sehen diese Marktregulierung als sehr gut an und gerade im gewerblichen Bereich, im Wohnimmobilien-, Multifamily-Bereich sehen wir mehr und mehr Chancen, die wir jetzt in den nächsten Monaten auch wahrnehmen werden. Also man muss auch sagen, dass durch diese Transparenz, ja, und der Markt, in dem wir uns da bewegen jetzt hier bei unseren Projekten, das ist natürlich ein etwas anderer Markt, als den wir jetzt hier in Deutschland beispielsweise haben. Und man muss, wenn man Investitionen in den Vereinigten Staaten macht, muss man sich auch von Dingen verabschieden, die in einem Kopf rumwabern. Ja? Das ist dann irgendwie, man muss sich halt konzentrieren auf, wie gesagt, auf die Mikrodaten in dem einen Bereich, ja, und man muss klar sagen, was möchte man und an wen wendet man sich mit dem Projekt, wenn man Investitionen tätigt, ja, man muss den Markt kennen und das sehen wir ja hier, wenn man weiß, wo man sich bewegt, wo man Investitionen tätigt, ja, dann sind auch gute Renditen immer noch möglich, ja, oder aber, ne, was man ja auch sagen muss, Max, ist ja so, wir haben ja auch einige, das habt ihr ja auch erzählt, Kunden bei euch, ne, die haben schon 2 Häuser oder 3 Häuser bei euch gekauft und weil die halt einfach dann umziehen, beziehungsweise die haben dann halt, im Winter sind die dann halt keine Ahnung wo und dann im Sommer kommen sie dahin und sind in Florida und im Winter sind sie dann halt in Phoenix und ne, dann haben sie noch eine Berghütte irgendwo. Ja, also man muss sagen, wir bewegen uns natürlich ja auch im Bereich von vermögenden deren Mandaten und Kunden. Nur zur Ergänzung, in dem Multifamily-Bereich, da reden wir nicht von Luxus. Da reden wir von ganz klassischen 1-2 Bedroom-Apartments, Miete ungefähr zwischen $1.000 und $2.000. Also da ist die Strategie nicht Luxus Class A, sondern Class C in der B-Lage. Die Leute, das
Das sind im Prinzip Arbeiter, die wir dort im Prinzip als Endkunden in guten Lagen für Mietobjekte, sagen wir mal, fokussieren. Das nur als Ergänzung, nicht, dass auf einmal jemand denkt, wir verkaufen und vermieten hier Luxus-Apartments für $10.000 im Monat, sondern das ist eben auch der Grund, warum wir eine komplementäre Strategie nicht nur im Investmentbereich, sondern auch in eine Zielgruppe fahren, um dann eben, sagen wir mal, beides Spektrum abdecken zu können. Herr Wendel, jetzt reden wir noch mal drüber, wie so ein Investment jetzt tatsächlich mal ablaufen und funktionieren würde. Also jetzt bin ich Deutscher, ich habe Interesse zu investieren. Muss ich jetzt hier, sagen wir mal, mindestens 1 Million investieren, dass ich jetzt hier einsteigen kann? Oder wie würde das konkret ablaufen? Wir gucken, mit wem wir die Investitionen dort machen. Ja? Und wir gründen Gesellschaften in den Vereinigten Staaten. Ja? Und also das ist eine LLC dann oder was gründen Sie dann? Das ist eine LLC, genau. Ich würde dann also Member, also Gesellschafter werden, ja, genau, einer LLC, also Personengesellschaft. Ja. Personengesellschaft, genau. Und eine Transparenz dann herbeiführen. Ja? Und man würde dann dort in den Vereinigten Staaten eine ITIN bekommen, würde dann seine Steuerdeklaration abgeben, Vermietung und Verpachtung oder ja, und damit wäre das eigentlich dann quasi in den Vereinigten Staaten erledigt. In Deutschland unterliegt das im Progressionsvorbehalt, ja, ist eigentlich eine sehr angenehme Sache, wenn man sowieso im Spitzensteuersatz ist. Wir haben einige Mandanten, die haben schon LLCs. Also wir haben Partner, die kommen in amerikanische Gesellschaften rein, mit Corporations, mit vermögensverwaltenden Gesellschaften aus Deutschland. Für uns in den USA, wie Sie ja sicherlich auch wissen, ist das im Prinzip relativ egal, wie wir die Limited Partner in der Projektgesellschaft strukturieren. Auch das gibt Flexibilität, weil man ist doch überrascht, zumindest ich, wie viele Leute, mit denen wir investieren, schon eine US-Gesellschaft haben oder schon eine ITIN-Gesellschaft haben durch vorherige Investitionen. Das ist relativ easy. Nochmal zu meiner Frage zurückzukommen. Gibt es irgendein Minimum-Investment, was Sie da empfehlen? Also Max, so 500.000 ist sicherlich eine Größenordnung, die sinnvoll ist, wenn man da rübergeht. Ja, das ist, man muss 250 bis 500.000, je nach Projektgröße und Laufzeit. Das Problem, eine Sache muss man immer fairerweise sagen, das ist halt einfach auch das Währungsrisiko, was dahinter ist. Ja? Was auf der einen Seite als Vorteil gesehen werden kann, dass man halt in andere Währung investiert, kann aber auch als Risiko und natürlich einen auch kann auch umschlagen. Es kommt aufs Projekt an. Ne? Wir haben dann Projekte, wo dann halt nur wenige Partner drin sind, oder wir haben auch manche Projekte, wo halt dann mehrere Partner drin sind. Und dann guckt man, dass man es ein bisschen kleiner macht. Aber sagen wir 250.000, auf jeden Fall 500.000 ist immer umso besser eigentlich. Dann bin ich investiert in diese LLC. Sie haben ja schon kurz beschrieben, man würde eine ITIN beschaffen, also eine amerikanische Steuernummer, denn wie Sie ja schon gesagt haben, diese Einkünfte sind natürlich in Deutschland nicht steuerpflichtig, sondern man muss sie in den USA dann versteuern. Man ist in den USA beschränkt steuerpflichtig für die Einkünfte. Generell ist ja, würde man ja sagen, das Steuergefälle in den USA jetzt im Vergleich zu Deutschland eher positiv. Ja, also man würde eigentlich eher weniger Steuern bezahlen, als man jetzt möglicherweise in Deutschland, wobei es gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten, dann die noch zu reduzieren. Das heißt also im Grunde genommen auf jeden Fall auch steuerlich gesehen wahrscheinlich recht attraktiv, so ein Investment für einen deutschen Investor in den USA. Ja, ich sehe das auch. Also wir sehen das so. Eine Sache, die man natürlich mal sagen muss, ist, wir haben, wenn ausländische Investoren, das ist ja auch in der Bundesrepublik so, sie haben erstmal so eine Ausländersteuer, nicht also von beschränkt Steuerpflichtigen von 35%. Diese abführen müssen oder muss die Gesellschaft abführen und was sie dann halt, aber wenn sie dann die Steuerdeklaration machen, dann natürlich auch angerechnet bekommen. Ja. Man muss eins mal auch sagen, man muss auch ein bisschen aufpassen, natürlich mit ganz gewissen Sachen, weil wenn hier eine Transparenz ist, ich meine, das deutsche Steuergesetz mit 3-Objektgrenze, Gewerbe und sowas, muss man etwas aufpassen, ja, dass man das dann halt auch vernünftig strukturiert. Ja, also auch jetzt von deutscher Seite her. Aber es ist immer noch günstiger in den Vereinigten Staaten Steuern zu zahlen, ein bisschen größer als jetzt in Deutschland. Also wir haben das mal ausgerechnet. Ja, Sie bezahlen, wenn halt 10.000 Euro an Gewinn zurückkommen, ja, bezahlen Sie vielleicht 19% mit dem Progressionsvorbehalt und der Steuer in den Vereinigten Staaten zusammen, ja, auf die 10.000. Also, und das ist, finde ich, sehr attraktiv.
Ja. Wir haben ja auch, wie gesagt, hin und wieder mal Mandanten, die dann Immobilien in den USA erwerben und aber selbst die in den USA leben. Und da ist ja doch für viele Mandanten immer das Thema auch US-Erbschaftssteuer. Die haben ja gigantisch hohe Freibeträge, aber für Nicht-Ansässige ist ja der Freibetrag nur 60.000 US-Dollar. Ja, das heißt, wenn ich jetzt so eine Beteiligung habe und so eine Immobilie, die jetzt 2 Millionen wert ist, und dann habe ich das Pech, dass ich das Zeitliche segne, dann stehen meine Hinterbliebenen da mit einer dicken Rechnung, 40% Erbschaftssteuer in USA. Können Sie da irgendwas dazu sagen? Gibt es da Wege, die Sie dort vorschlagen, wie man es umgehen kann? Oder vermeiden kann, besser gesagt? Also, ich meine, man kann es ja über Trusts lösen beispielsweise, ja. Das wäre halt eine Möglichkeit, ja. Aber die Möglichkeit ist natürlich nicht zu sterben. Das ist die beste Möglichkeit, das alles von warmer Hand zu machen. Aber das Thema ist halt, weil wir ja auch da die Wertzuwächse haben und sowas, ja. Also, das ist einfach auch ein sehr komplexes Thema. Und man denkt immer, deutsche Steuerrecht wäre komplex, das amerikanische, ich meine, Sie wissen es selbst, Herr Sauerborn, ja, das ist auch nicht unbedingt immer einfacher. Ja? Also wenn ich dann oft auch das mitbekomme, was gerade auch in der Umsatzsteuer beispielsweise abgeht, ja, pro Staat auf der einen Seite und natürlich jetzt, wir haben die Bundessteuer und dann hat jeder Staat dann nochmal seine eigene Steuer und Freibeträge. Ja, und jetzt im unternehmerischen Bereich, die Amerikaner haben ja beispielsweise auch die Zinsschranke in vielen Belangen übernommen, die ja hier bei uns auch in Deutschland als erstes mit eingeführt worden ist. Das muss man sich angucken, ja, weil die Definition dann auch, was vererbt wird, wie der Wert ist und wie der Wertzuwachs ist, ja, ist nicht mit dem gleichzusetzen, was jetzt beispielsweise in der Bundesrepublik ist, Österreich oder aber in der Schweiz. Es gibt ein BBA im Erbschaftssteuerrecht mit den USA. Es gibt ganz wenige derzeit noch, wo es welche gibt. Aber das muss man sich auf jeden Fall immer auch vorher angucken. Man sollte sich, wenn man das macht, auch vorher steuerlich dann, was das angeht, in den Vereinigten Staaten natürlich dann beraten lassen, wenn es größere Summen sind. Das muss man auch fairerweise sagen. Mhm. Also die Steuerberatung, das ist halt wirklich Handwerksarbeit und das muss man auch gut vorbereitet machen, meiner Meinung nach. Wichtig für unsere Zuhörer und Zuschauer. Also wie gesagt, also Thema Erbschaftssteuer ist was man eben, wo man sich beraten lassen muss. Klar kann man jetzt hier nicht so pauschal beantworten. Muss man sich beraten und muss man einfach im Hinterkopf haben, dass sowas möglicherweise dann eben ein Thema wird. Eins muss man noch sagen, Entschuldigung, aber eins ist ja auch nochmal wichtig, also beispielsweise auch was Insolvenz angeht oder sowas. Ja, das kommt ja auch mit hinzu. Da muss man auch schauen, ja, wie sind dann die Gebäude dann auch insolvenzgeschützt? Also beispielsweise, wenn Sie in Florida leben, ja, ist dann die Insolvenz, wenn Sie dann Erstwohnsitz haben, ist das anders geschützt als jetzt in anderen Staaten. Also jeder Bundesstaat macht da auch seine eigene Steuerpolitik. Das ist auch Standortpolitik, das muss man ganz klar sagen, was Steuersätze angeht, ob jetzt demokratisch oder republikanisch regiert. Ich glaube, da gibt es oft keine großen Unterschiede. Es ist eine andere Perspektive auf Steuern. Ja? Und auf der einen Seite, was wir festgestellt haben, ist, wenn wir jetzt dort auch beispielsweise mit Kollegen oder jetzt auch hier mit Max und Patrick sprechen, jetzt als Unternehmer, ja, wird man dort auch anders angesehen. Ja, das muss man auch so sehen. Ja, wenn man halt Erfolg hat, ne, das zeigt man auch. Und das ist was ganz, ganz anderes natürlich. Ne? Aber Insolvenz, wie gesagt nochmal, Insolvenz ist auch ein Thema, meiner Meinung nach. Scheidung muss man auch gucken. Ja, das ist auch ein großes Thema, meiner Meinung nach, wenn man sich auf solche Wege begibt. Ja, also dann ist aus deutscher Sicht immer meiner Meinung nach ein Ehevertrag schon notwendig, dass man halt sowas macht. Herr Sauerborn, nochmal zur Struktur wollte ich noch ergänzend sagen, vielleicht für die Zuhörer, weil wir gesagt haben, wir haben eine Projektgesellschaft, das ist eine LLC, hier vor Ort mit entsprechenden Partnern in ihren jeweiligen Strukturen, dann als Limited Partner. Und diese Projektgesellschaft ist Eigentümer der Immobilie. Das heißt, die erste, sagen wir mal, Investmentabsicherung, die wir im Prinzip bei jedem Projekten haben, ist, die Projektgesellschaft ist Eigentümer im Grundbuch registriert der Immobilie. Und das zweite Thema zum Thema Steueroptimierung. Wir können natürlich entsprechende Kapitalzuflüsse für die Projekte unterschiedlich gestalten. Ja? Wir können sagen, wenn wir, sagen wir mal, 5 Millionen EK haben in einem Projekt, dass Teil dieses Eigenkapitals als Kredit gebucht wird, ja, und eine entsprechende Verzinsung entweder laufend oder abschlüssig zu einem Projekt gestaltet. Oder wir können sagen,
das ganze Kapital ist Eigenkapital und wird dann entsprechend dann mit den Profiten entsprechend zurückgezahlt. Auch da gibt es kreative Möglichkeiten, das ist projekt- und investorbezogen, aber da haben wir im Prinzip in dem Bereich alles, was man da kreativ gestalten kann, finanziell und auch auf juristischer Basis haben wir, glaube ich, im Prinzip alles schon durchgemacht. Ich habe hier 2 Geschäftspartner vor Ort, Amerikaner, mit denen ich seit 5 Jahren zusammenarbeite. Beide sind Rechtsanwälte. Ein anderer Partner von uns ist sehr erfahren im Private Equity und Finanzbereich. Also, was ich damit sagen möchte, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, um diese ganzen Themen zu gestalten, und das ist dann projektbezogen. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema zu wissen, was ist da meine Absicherung? Also bin ich da einfach nur in einer Investmentgesellschaft drin oder kann ich selber nachschauen im Grundbuch, dass unsere Projekt 1 LLC Eigentümer dieser Immobilie ist. Es ist dann aber so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, Sie hatten vor uns gesagt, also mit 500.000 Euro steige ich jetzt zum Beispiel ein, das wäre eine gute Summe, ist dann diese eine LLC immer Eigentümer eines, also wird sozusagen für jede Immobilie dann eine neue Gesellschaft gegründet, oder kann es auch sein, dass ich zum Beispiel, dass meine 500.000 jetzt in 2 Projekte reinfließen? Kann passieren, muss aber nicht. Um die Frage richtig zu beantworten ist, jedes Projekt hat eine eigene Gesellschaft. Eins der ersten Sachen, die ich gelernt habe, hier vor 5 Jahren von meinem Geschäftspartner, der Rechtsanwalt, ist er gesagt, one project, one LLC. Liability, also Haftungsthemen, das ist hier einfach ein ganz großes Thema, und ich kenne niemanden, sei es hier oder in Florida, wo wir auch geschäftlich unterwegs sind, der das professionell betreibt und nicht pro Projekt eine Gesellschaft hat. Das ist natürlich ein bisschen mehr Bürokratie. Ja, wenn man jetzt sagt, Sie investieren bei uns 500.000 und sagen, wie viele Projekte habt ihr? Ihr habt 2, ich möchte 250.000 hier, 250.000 da, mache ich lieber den extra Aufwand, der gar nicht so viel ist eigentlich, um das einfach anständig abzusichern, als dann hinten raus irgendwelche Überraschungen zu haben, dass dann einer bricht sich ein Bein in Apartment 5 in Objekt 1. Na, man weiß ja, wie das in den USA ist. Toi, 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 wir haben noch keine Klage bekommen bei irgendwelchen Themen. Verklagt dann unsere Gesellschaft. Und auf einmal hängen dann zwei, da hängt das andere Projekt mit drin, das hat gar nichts mit zu tun. Und jetzt noch schlimmer, jetzt sind Investoren, die nicht das gemacht haben, was sie gemacht haben, sondern die haben ihr Geld in ein Projekt. Auf einmal hängen die in der Nummer drin, womit die gar nichts zu tun haben. Das ist natürlich ein Extremszenario, aber man weiß nie, deswegen wir machen das ganz sauber, clean pro Projekt. Genau, das Risiko und damit das Haftungsrisiko wird gekapselt in einer Gesellschaft. Das heißt, im Worst Case ist eine Gesellschaft, ein Objekt dann möglicherweise notleidend, aber andere Projekte sind davon nicht betroffen. Jetzt reden wir noch mal ein bisschen weiter. Also jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben eine LLC, ich werde da Member, ich mache da meine 500.000 rein. So wie geht es dann weiter? Also das heißt, Sie haben ja gesagt, es geht dann ungefähr 2 Jahre, bis Sie das Ganze fertiggestellt haben, den Bau. Ja? Was passiert dann? Dann wird im Grunde verkauft und dann ist Exit aus der LLC, wenn ich nicht die langfristige Anlage habe über Vermietobjekt. Ja. Korrekt. Das ist in einem klassischen Wohnimmobilien Development Fix and Flip Deal. Da ist die Hausnummer, es dauert ungefähr 2 Jahre. Das war auch mal weniger, aber wie gesagt, steigende Baukosten-Themen dauern einfach länger, seitdem die neue Covid-Welt hier regiert. Überall. In einem anderen Thema, im gewerblichen Bereich oder im Multifamily-Bereich, wo wir jetzt verstärkt mehr machen. Wir haben jetzt ein Projekt zum Beispiel gerade, was wir mit Dirk und unserem Partner Ludwig Gatzweiler besprechen. Da geht es um 2,5 Millionen EK. Das sind, ich glaube, 14 Units. Das Thema ist schon fertig gebaut, ist also fertig zum Vermieten. 2 Objekte sind schon vermietet. In so einem Szenario können wir im Prinzip Cashflow von Tag 1 generieren. Man muss natürlich auch sagen, bei Themen, die im Prinzip schon fertig sind, ja, sind die Renditen dann im Cashflow-Bereich nicht mehr zweistellig. Momentan einfach nicht möglich. Aber man kriegt das Gute, sagt man so schön, in den USA sagt man Steady Eddie wins the race. Das heißt, man kriegt kontinuierlich Cashflow und generiert dann zwischen 4 bis 6, 7% über die Cashflow-Themen und dann in Proforma, die wir normalerweise 5 bis 10 Jahre auslegen, durch Wert- und Mietsteigerungen, können wir dann entsprechend bei einem Exit, sind wir dann im zweistelligen Renditebereich, wenn man alles mit berücksichtigt.
Und dann, was auch sehr interessant ist, das glaube ich, ist in Deutschland nicht so üblich, korrigiert mich bitte, wenn ich das falsch sage, ist, dass man nach 2-3 Jahren mit Mietsteigerung und Wertsteigerung natürlich ein ganz anderes Multiple auf das Investment bekommt. Und was dann hier oftmals passiert, und ich glaube verstärkt auch bei Projekten, die wir jetzt angehen, dass wir dann eine Refinanzierung machen. Bei der Refinanzierung sichern wir uns eine bessere Rate, kriegen somit die Fixkosten runter und können einen sogenannten Cash-out generieren. Das heißt, wir können, sagen wir mal, wenn Wertsteigerung 1 Million ist, wir machen eine Refinanzierung, können wir uns 500.000 rausziehen und dann Investoren unter Umständen schon ausbezahlen oder teilweise zurückzahlen, was natürlich dann die Rendite in dem Fall, Cash on Cash, der Hebel natürlich größer wird. Aber das ist so, um es zu beschreiben, das andere Pendant in unserer Investment. Man muss natürlich eins auch sagen, dass halt natürlich das Mietrecht in den Vereinigten Staaten auch anders ist. Ja? So, man kann auch anders planen, was dann halt beispielsweise Renovierung oder sowas angeht. 12 Monats Mietverträge und danach gehen die Monat zu Monat. Und so kann man natürlich ganz gut planen mit entsprechenden, mit Renovierung. Aber 12 Monate ist der Standard. Mietvertrag für Long-Term Rental. Und ich glaube, das ist fast überall in den USA, aber in Florida und in Arizona weiß ich definitiv, dass es der Fall ist. Okay, jetzt haben wir ja gesagt, also nach 2 Jahren ist der Exit. Sie hatten jetzt vorhin schon mal von der typischen Rendite gesprochen, aber vielleicht können wir das nochmal so sagen. Nur, ich will es jetzt hier nicht festlegen, aber nur so, was Sie in der Vergangenheit so realisiert haben, ungefähr. Was kriege ich nach 2 Jahren so an Rendite ungefähr so raus? Irgend so eine Hausnummer. Im Entwicklungsbereich haben wir und wir reden jetzt, Luxus, Wohnimmobilienentwicklungsbereich haben wir von, ich würde sagen, zwischen 12% und 45% alles schon hinbekommen. Ich würde sagen, als gute Hausnummer und da auch under promise, over deliver, gut konservativ würde ich sagen, 15% Rendite ist im Entwicklungsthema, sagen wir mal, eine Zahl, die durchaus erreichbar und planbar ist. Und das ist eigentlich auch so unser Mindest, wenn ich um meine Proforma durchgehe für einen Deal, wenn das nicht mindestens da rauskommt, dann machen wir den Deal auch nicht. Also sagen wir, jetzt ist das Haus verkauft, jetzt kann ich hier letztlich meinen Ertrag bekommen, habe eine saubere Rendite, hat alles super funktioniert, Sie haben super Arbeit gemacht, gefällt mir total gut. Ich will im Grunde weiter investieren. Jetzt gibt es ja in den USA den sogenannten 1031 Exchange. 1031 Exchange. Ich halt im Grunde sagen kann, anstatt mir jetzt das auszubezahlen und dann Kapitalertragssteuer in den USA bezahlen zu müssen, kann ich es in das nächste Immobilienprojekt letztlich investieren und verschiebe praktisch den Versteuerungszeitpunkt später. Jetzt kommt meine Frage, Herr Wendel, können auch Ausländer, die nur beschränkt steuerpflichtig sind, von dieser Regelung, können die auch in Anspruch nehmen oder geht es nur für unbeschränkt Steuerpflichtige? Also wir machen das auch mit beschränkt Steuerpflichtigen. Ja, weil wir es in der Gesellschaft ja drin haben. Aber das ist auch ein Thema, was natürlich die Kollegen dann in Amerika dann machen, weil wir dann ja wieder auch in die nächste Gesellschaft dann ziehen. Wenn man das macht, kann man, wie gesagt, die Versteuerung dann zumindest... ist genauso wie bei uns in Deutschland die 6b-Rücklage. Ja? Das ist dann, wenn man wieder Investitionen tätigt. In den USA, ich bin kein Steuerberater und kein Rechtsanwalt, aber mit meiner Erfahrung kann ich sagen, dass dieser 1031 Exchange zum Beispiel in dem Fix-and-Flip-Bereich für mich persönlich nicht funktioniert. Warum das für mich persönlich nicht funktioniert, ist, weil das Finanzamt, das IRS, schaut sich an, ob man einen sogenannten Dealer-Status hat. Ja? Das ist nicht das, was jetzt vielleicht manche Zuhörer denken. Das hat nichts mit dem Bereich zu tun, sondern die schauen sich im Prinzip an, ist das einer, der das hauptberuflich macht? Wenn die sich jetzt mich anschauen, dann sehen die Maklergesellschaft, Maklerlizenz, Bauunternehmen. Also da kann ich nicht sagen, dass das mein Hobby ist. Ja? Und ich bin als General Partner natürlich der im Wesentlichen für das ganze Thema verantwortlich ist vor Ort als Entwickler. Bedeutet, der 1031 Exchange funktioniert in einem Fix-and-Flip-Bereich für General Partner so wie mich nicht. Im Multifamily-Bereich ist es gang und gäbe, dass das hier gemacht wird, weil natürlich die Investoren im ersten Schritt Limited Partner sind. Ja? Und das zweite Thema ist, dadurch, dass wir das Objekt kaufen, nicht mit der Intention ist zu flippen, sondern wir machen die Sanierung, wir vermieten, also wir haben da Nachweise, dass wir im Prinzip das Objekt halten. Und dann zu einem Zeitpunkt X, der natürlich durch uns dann definiert wird, je nachdem wie die Marktlage ist, je nachdem wie die Renditen dort sind, das zu verkaufen und dann aber, und das ist das Schwierige,
dabei, nicht das Schwierige, das ist das, wo das Timing extrem wichtig ist, dass man vorzeitig 3 bis 4 Objekte identifiziert. Das ist Teil des 1031 Exchanges und dann nach dem Verkauf innerhalb von 6 Monaten das neue Objekt ankauft. Das heißt, Timing dort und Absprache mit den Partnern, dass im Prinzip alle sagen, okay, wir wollen 1031 machen, wir wollen im Prinzip das Geld in den nächsten Deal rollieren. Das ist extrem wichtig, aber gang und gäbe vor allem im Multifamily-gewerblichen Bereich. Im Fix und Flip, ne, das ist halt, bei ihm klappt es nicht, aber bei anderen klappt es halt. Ne? Also beide die Investoren machen das ja nicht gewerblich. Oder, also das heißt, für die Investoren müsste es ja, also jetzt, wenn jetzt ein Deutscher, sagen wir mal, hier in die amerikanische Immobilie investiert, für den wäre es ja dann möglich, weil er ist ja nicht... Korrekt. Genau. Ja. Wenn Sie, Herr Sauerborn, mit mir aber 5 Deals schon gemacht haben, ja, egal in unterschiedlichen Gesellschaften, das ist am Ende des Tages ist es wie, sagen wir mal, es liegt am Steuerberater. Der Steuerberater in den USA, je nachdem, wie er das deklariert, wird es im Prinzip angenommen So, und dann ist aber ultimativ, und das weiß ich, das IRS entscheidet, ist es 1031 oder not und ist es vor allem Long-Term / Capital Gains versus Ordinary Income. Man kann, wenn der Steuerberater die Bremse reinhaut, das ist das erste Thema, da braucht man jemanden, der gut ist, Sie wissen das. Und das zweite Thema, das IRS, wenn das jemand ist, der passiv ist, der macht vielleicht ein Deal im Jahr und hat keine operatives Involvement, lebt nicht hier, dann sagen wir mal, die Chancen steigen, je weniger involviert die Person ist. Das ist aus meiner Erfahrung, ist das bei Ihnen genauso? Sehen Sie das genauso? Sie haben natürlich viel mehr Erfahrung in dem Bereich als ich. Ja, ich sehe, also ich meine, was ich sagen würde, ist, ich bringe jetzt sozusagen nur die Punkte auf, die dann mögliche Zuhörer und Zuschauer bedenken müssen, ähnlich wie die Erbschaftssteuer, ja, wird viele nicht betreffen. Aber denjenigen, der sich vorstellt, dann weiter zu investieren, und da haben Sie jetzt ein paar gute Punkte gesagt, der muss sich erstens gut darüber klar werden, kann er überhaupt von dieser Steuervergünstigung profitieren oder ist er möglicherweise professioneller Investor und kann es nicht. Und was Sie davor gesagt haben, dass man das frühzeitig plant. Und ich denke jetzt vor allen Dingen auch zum Beispiel an Mandanten, die jetzt bereits in den USA investiert sind, ja, und die sich vielleicht überlegen, naja, was der Herr de Meo da macht, klingt ja ganz gut. Meine jetzige Investition kommt hier zum Ende im nächsten halben Jahr, dass man sich frühzeitig schon zum Beispiel mit Ihnen in Verbindung setzt und dazu Gedanken macht, ob es Möglichkeiten gibt oder nicht. Ja. Genau, und dann wissen Sie natürlich, und das vielleicht auch nur für die Zuhörer, da braucht man einen Ansprechpartner vor Ort, mit dem man dann eventuell ein Projekt umsetzen möchte. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, Sie brauchen einen guten / affinen und flexiblen Steuerberater. Und die dritte Sache ist, Sie brauchen einen 1031 Exchange-Spezialisten. Da haben wir auch die notwendigen Kontakte, die im Prinzip hier komplett in den USA solche Themen abdecken. Und das ist dann eine Korrespondenz zwischen Investor, Steuerberater und 1031 Exchange Firma. Und wie gesagt, je früher man das Thema angeht, desto besser, weil das ist eine Fall-zu-Fall-Betrachtung. Und das ist was man auf jeden Fall ordentlich planen muss, definitiv. Man muss eins ja auch sagen, ich meine, die amerikanische Steuerbehörde ist etwas restriktiver, ja, und hat ja auch, die Fristen sind da auch, sagen wir, müssen eingehalten werden. Ja? Sonst ist man draußen. Ja? Das muss man auch klar sagen. Ja. Gerade bei 1031 Exchange, da gibt es nicht einen Tag, wenn man die 45-Tage-Regel verpennt, dass man da 3, 4 Objekte identifiziert und dann bei Tag 50 finden wir ein gutes neues Objekt, dann ist man raus. Das ist definitiv so. Jetzt zum Thema, da sind Sie draußen, also drinnen, also manche wollen ja nicht raus, manche wollen ja da rein, auch in die Staaten. Und die Frage ist, ob denn jetzt, wie ist es bei Ihnen, Herr Wendel oder Herr de Melo, wenn Sie jetzt Investoren haben, die da sagen, ich will da 500.000 investieren oder mehr, nutzen da einige Ihrer bisherigen Klienten, Mandanten, das auch gleich mit, um vielleicht so ein EB5-Visum oder irgendein anderes Visum in den USA zu beantragen? Sagen, dann nehme ich jetzt gleich mal das mit. Ich bin ja noch nicht. Ich persönlich habe ein E2-Visum. Das ist im Prinzip der kleine Bruder oder die kleine Schwester vom EB5-Visum. Wir hatten noch keinen Fall. Ich habe aber jetzt aktuell einen meiner Geschäftspartner aus Deutschland, der mit uns ein paar Themen in Florida umsetzen möchte. Mein Alter, auch erfahren, hat schon mal in den USA gelebt, war mit einem L-Visum über Siemens vorher hier. Und da sind wir gerade an einem E2-Visum dran und sind in, sagen wir mal, fortgeschrittenen Gesprächen, um das Thema umzusetzen. Ist kein EB5, das einfach aufgrund von limitiertem Kapital
Aber wir haben hier vor Ort, ich würde sagen, meinen Anwalt, den ich habe, der mein E2-Visum gemacht hat. Ich habe noch jemanden in Miami. Das wären meine Top 2 Kontakte, die ich wärmstens empfehlen kann, wo ich weiß, die Jungs machen das seit über 20 Jahren und die machen ausschließlich Investment-Visa. Und wie ist denn jetzt so die Abwicklung? Also jetzt stellen wir uns vor, ein Zuschauer, Zuhörer, dem gefällt das jetzt und der sagt, ich würde das gerne machen. Wie kann man sich das jetzt so vorstellen? Also gibt es jetzt bei Ihnen so einen Pool von möglichen Projekten, die demnächst anstehen, dass man sich da wie so ein Exposé ansehen kann und dann sagen kann, okay, mir gefällt dieses oder jenes, oder haben Sie immer nur eins, was offen ist, weil Sie sagen, wir werben jetzt gerade Investoren für ein Projekt und dann machen wir das zu und dann machen wir das nächste? Das wäre eine Frage. Und wie läuft dann das Prozedere, also bis ich dann sozusagen im Prinzip Member in so einer LLC bin und dann letztendlich die LLC-Eigentümer so eines Projekts ist? Ja, zur ersten Frage. Wir haben keine Fondsstruktur. Man muss dazu sagen, wir haben uns in dem Bereich ausgiebig informiert über einen Alternative Investment Fonds aus Luxemburg. Wir sind momentan noch nicht in der Umsetzung von so einem Fonds, haben aber, wie gesagt, die notwendigen Schritte schon eingeleitet, um da entsprechend zu verstehen, wie wir das ganze Thema aufsetzen würden, wenn wir das denn machen in der Zukunft für das Thema Multifamily. Bedeutet, aktuell sind es einzelne Projekte. Wir haben momentan, ich würde sagen, 2, 3 Deals in der Pipeline. Auch da, Timing is everything. Ich muss im Prinzip die Balance halten zwischen, wie viele Deals habe ich zur Verfügung und zu welchem Zeitpunkt kann ich das mit entsprechendem Kapital matchen. Bedeutet, so wie wir das jetzt machen, ist, die ersten 2 Deals, die wir jetzt fertig haben, da wissen wir entsprechend, was da der EK-Bedarf ist. So, nachdem wir den Deal eben zu Dirk Wendel und Ludwig Gatzweiler rüberschicken und sagen, okay, das ist der EK-Bedarf. Wir haben im Prinzip einen entsprechenden Pool an bisherigen Investoren und das sind übrigens auch Family Offices, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir sagen, okay, brauchen jetzt für den Deal 3,5 Millionen. Wen haben wir? Und so funktioniert dann auch die Ansprache. Also es ist nichts, was öffentlich auf irgendeiner Website passiert. Das sind Clubhouse-Deals, der jetzt entsprechend das Kapital innerhalb der nächsten 90 Tage zur Verfügung hat. Der Zeitraum des Deals und des Closings definiert im Prinzip ein bisschen, welchen Investor wir anrufen, wo wir wissen, okay, der ist im Prinzip gut für 1,5, 2 Millionen in den nächsten 90 Tagen. Und wie jeder von Ihnen weiß und jeder von Ihnen ist mehr erfahrener als ich, das kann sich auch mal schnell ändern. Ja, ich weiß das mittlerweile selber. Vielleicht habe ich heute 1,5 Million, die ich platzieren kann. Aber wenn ich morgen einen anderen Deal und eine andere Investmentmöglichkeit finde, die hat vielleicht gar nichts mit Immobilien zu tun, dann kann sich das auch mal relativ schnell ändern. Zumindest sagen wir mal, im privaten Bereich. So, dann definieren wir alles da. Das ist die Investmentgruppe. Dann wird im Prinzip Dirk Wendel und Ludwig aus Deutschland, wird im Prinzip geschaut, okay, wie kommen die Leute rein? Kommen die als Einzelpersonen rein? Vermögensverwaltende Gesellschaften? Gründen wir eventuell eine Gesellschaft in Deutschland, um die Investitionen zu poolen? Also das ganze Steuerthema und Setup-Thema in Europa läuft über Dirk und Ludwig. Hier vor Ort die Gesellschaft aufzusetzen, das machen wir natürlich und kümmern uns dann entsprechend um die komplette Abwicklung vor Ort. Und das geht alles relativ zügig. Für die Leute, die es nicht wissen, da haben wir vielleicht an einige Zuhörer, ich kann hier mittlerweile eine Gesellschaft innerhalb von 24 bis 48 Stunden einsatzbereit haben. Das geht hier extrem schnell. Das heißt, das, was im Prinzip lange dauert, ist der Teil aus Deutschland. Der entsprechende Transfer der Gelder, das ist durch alle deutschen Banken überhaupt kein Problem, dauert erfahrungsgemäß sagen wir, zwischen 2 bis 5 Werktagen. Dann ist das Geld hier. Normalerweise haben wir so eine 20 bis 30-tägige Due Diligence Phase, wo wir entsprechend uns angucken, sind da irgendwelche Themen, die wir berücksichtigen müssen aus Deal-Perspektive vorher, und vielleicht habe ich das falsch rum erzählt, wird natürlich ein Vertrag geschlossen, der eine Anzahlung berücksichtigt, aber dann eine 20 bis 30-tägige Due Diligence Phase beinhaltet, wo wir A, alles vor Ort checken hier, B, gucken, dass wir die ganzen Investoren zusammen haben, Gesellschaft gründen und dann hat man im Prinzip so ein 60 bis 90-tägiges Closing. So ist das im Prinzip, funktioniert das meistens. War jetzt nicht ganz chronologisch, aber ich hoffe, es ist relativ unkompliziert und der Prozess ist immer derselbe.
Der Vorteil ist halt einfach auch so, man hat, ich sag mal, dadurch, dass da viele unterschiedliche Deals ja auch unterwegs sind, ja, man hat eine hohe Flexibilität eigentlich. Ja. Also das ist natürlich jetzt, weil es personenbezogen ist. Wie Max auch sagte, ne, halt mit der Fondsstruktur würde man ein anderes Pooling natürlich machen, aber das war jetzt so die Überlegung, dass wir das dann halt in die Mehrfamilien- und Multifamily-Houses dann so eine Struktur reinpacken. Aber das hat ganz andere Dinge auf sich, was auch die steuerlichen Komponenten angeht, die gesellschaftsrechtlichen Komponenten. Ja, und da muss man halt sich dann halt auch noch über einige Sachen dann unterhalten, dass das dann halt funktioniert. Aber so würde das dann laufen. Ja, also es ist sehr familiär, ich sag mal auf deren Seite sehr familiär, weil halt man sich irgendwie untereinander immer mal kennt, trifft oder auch empfiehlt, das muss man auch sagen. Nur damit ich es nochmal erwähnt habe, das Fondsthema, das wird ab einer Größenordnung von ungefähr, sagen wir mal, 100 Millionen, wird das Thema, sagen wir mal, Sinn machen aus unserer Sicht. Der Nachteil von so einer Struktur ist, wir sind davon überzeugt, dass wir 100 Millionen plus einsammeln können. Dann brauche ich aber auch 100 Millionen plus Deals auf meiner Seite. Und was wir hier oftmals sehen, dass solche Strukturen, wo sehr, sehr viel Kapital hinter Fonds steckt, dass die natürlich dann im, sagen wir mal, Zugzwang sind. Und die Deals im Prinzip, die Deals müssen da sein, ja, oder die Deals müssen kommen. Und oftmals ist es eben so, dass vielleicht der eine Deal nicht so gut ist. Und meine Bedenken dabei ist, ich möchte immer mit gutem Gewissen sagen, wenn wir Deals zur Verfügung haben, dass die entsprechend alle unsere Parameter erfüllen und wir da einfach die Flexibilität haben und dann nicht Deals ankaufen müssen, nur um sie anzukaufen, was im Prinzip viele Institutionelle natürlich auch machen. Ne? Das heißt, das ist so der Spagat zwischen, wie im Team wollen wir weiterhin bleiben, wie treu wollen wir unsere Rendite-Möglichkeiten bleiben und wie groß wollen wir wachsen. Das heißt, wir wollen da auch da in guter deutscher Tugend mit Bedenken und mit guter Durchdacht diese Deals machen. Und das können dieses Jahr 10 Deals sein, das können 3 sein, das können 15 sein, aber das ist im Prinzip fast schon tagesabhängig und diese Deals, das ist sehr viel Zeit bei uns, geht darauf, eben entsprechende Deals zu sichten und zu sagen, ist das ein Deal oder ist das kein Deal? Und ich schaue mir 10 Deals an und es sind immer noch 9 Deals, ist immer noch kein Deal. Aber der eine Deal, wenn wir den bekommen, das sind meistens Off-Market-Deals, dann muss es dann auch relativ schnell gehen. Da kann man jetzt nicht Wochen überlegen, machen wir den Deal oder machen wir den nicht, weil der Zugriff zu den Deals hier lokal läuft eben dadurch, dass die Leute wissen, wenn wir sagen, okay, wir machen den Deal, dann machen wir den Deal. Und so kriegen wir auch jeden weiteren Deal. Ich denke, das funktioniert in Deutschland ähnlich. Macht Sinn. Also man sagt bei uns in Deutschland ja Klasse statt Masse. Das ist weiterhin auch unser Geschäftsmodell. Ja. Also das war unwahrscheinlich interessant. Wir haben viel dazu gelernt und wir sind auch unendlich dankbar für dieses schöne Gespräch. Aber trotzdem zum Schluss, wenn jetzt Zuschauer, Zuhörer mehr Fragen haben und direkt sich an Sie wenden möchten, wie hätten Sie es denn gerne, dass diese interessierten Zuschauer und Zuhörer sich direkt an Sie wenden? Gerne direkt an Herrn Wendel, gerne direkt an mich. Dadurch, dass wir Geschäftspartner sind, ist das im Prinzip relativ egal, an wen man sich da im ersten Schritt wendet. Wie gesagt, die Steuerspezialität und das ganze Handling vor Ort in Deutschland ist natürlich im Prinzip Dirks Forte und dann entsprechende Einblicke hier in die operative Gestaltung oder wenn es dann wirklich um Deals geht, da bin ich dann der Ansprechpartner. Aber im ersten Schritt jeder so, wie er möchte. Ja, ich denke mal, eine E-Mail, ne? Das hilft schon in der Kommunikation weiter. Dann bleibt zu sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Es gäbe noch viel mehr zu erzählen. Ja, vielen lieben Dank, dass ich da Teil des Gesprächs sein durfte. Vielen Dank Ihnen. Alles klar, dann ciao. Dankeschön. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.